So everybody please confirm. And James is so eloquent. He's just incredible to watch after you've met him, and then everything, these little fingers flying on his cell phone to put in a beautiful text in Facebook about when he meets people and what he experiences. So I'm going to leave him to the eloquency tonight to introduce him himself. So thank you everybody in my community that's here. We just one thing in advance. There's a little button down below that if you have a question that you can raise your hand while we're talking. If you want to ask a question, Marie will be monitoring the chat for me. It's too small on my little notebook. I'll scare everybody if I have to go in to go see what the chat says. So if she has a relevant question come up for us, then she'll give it to us verbally. So if there's anything up, you can go ahead, feel free to write in the chat. And other words, just raise the little hand sign and then we can see what it is that you'd like to ask. Und dann mache ich das nur nochmals schnell auf Deutsch. Ich freue mich riesig, dass ihr heute Abend mit dabei seid, und James ist total eloquent, wenn es um die Sprache geht und Begeisterung anderen, also wenn er Meetings hat mit Leuten, die er kennenlernt, so dann fliegen die Finger über die kleine Handy-Tastatur und dann klopft er wundervolle Texte ein über seine Begegnungen und Erlebnisse mit Menschen. Und es ist eine absolute Freude, dass er dabei ist heute Abend, und ich werde ihn sich gleich selber vorstellen lassen. Und für diejenigen von euch, die eventuell, während wir was ansprechen, eine Frage haben, dann könnt ihr gerne, unten gibt es die kleine Handsignal, das ist in jeder Tastatur unten Leiste anders, also wie Zoom immer wieder alles aufbaut, muss man suchen, kann man den Hand hochheben, wer eine Frage hat, dann nehmen wir dich dran. Und wenn du etwas hast, was du beitragen magst, kannst du das auch in dem Chat reingeben. Die Marie also Support Farmer, wird dann die Sachen ablesen und die Fragen reinbringen, weil mir das immer viel zu klein ist. Da würde ich euch alle zum Tode erschrecken, wenn ich so nah rangehe, um zu lesen, was im Chat drinnen ist. Und in diesem Sinne freue ich mich riesig. I love to give over for the self-introduction to James. Okay, one real quick bit. How many sentences do you want me to pause? I just want to make sure for translation reasons. Oh, I'm not sure. I'll try to see, because sometimes I can maybe take the whole train of thought, but it's new if I kind of go like surrender. Oh, no. I just want to facilitate everybody. So maybe I have to see. I got the white flag already. That means okay. Slow way down, dude. Surrender. Okay. Hello, my name is Dr. James Rietveld. I'm just kidding. I'm not going to pause there. And I'm a professor of history and religion and archaeology. So my PhD is in all three areas. James ist ein Professor Doktor und hat auch 3 unterschiedliche also Abschlüsse, was er gemacht hat, auch für seinen Professor und für seinen Doktor. Das ist wie so fast, seine Familie hat ursprüngliche so Wurzeln aus Holland, also Dutch Genes, therefore fast österreichische Verhältnisse mit Doktor. Und der hat auch in Geschichte, in Archaeology, und die dritte habe ich jetzt leider vergessen, aber auch einen guten Abschluss. She added stuff. No, that's German. It's always longer than English. The Dutch part too. Okay, and what I do for a living is I teach at Cal State Fullerton, but now I also create critical thinking courses
at Cal Poly Pomona. So I teach there as well. And what I try to do is I try to challenge my students to think outside the box. Now at Cal Poly Pomona, though that's a technical school. No, okay, I'll stop there. Okay. Er hat unterschiedliche Lehrstühlen und er unterrichtet zu ganz unterschiedliche Themen. Und ich könnte gleich wieder so ein ganzen Studienprogramm belegen, weil er macht so echt total spannenden Geschichten. Und eine von den Sachen, die wirklich, was ich für uns auch total wichtig finde und einfach viel Hoffnung gibt, ist, dass er dann halt an einer technischen Universität unterrichtet. Also alle seine Lehrstühle sind in Südkalifornien. Und da unterrichtet er auch, dass die Menschen ganz anders denken sollen. Das berühmte so außerhalb vom Kasten, also über den Suppentellerrand in unserer Sprache. Und versucht die Menschen zu motivieren, auch weitsichtiger zu denken, mehr, also weitgehendere Zusammenhänge mit einzubeziehen, was das Technische angeht und das ethnisch, so dass es ethisch ist. In der Zwischenzeit sind auch ganz wichtige Anliegen von ihm. So I teach humanities courses at one university. At the other university, I focus in on critical thinking classes. And even though they are in many ways focused on liberal studies, what happens is my students are aerospace engineers, they are physicists, they are dark matter scholars, they are, all kinds of types of professions, because they also need to think outside the box. Und was fein ist, dass er kombinieren kann an der eine Universität, also er hat momentan so 2 Hauptlehrstühle, die da sind. Und auf der eine geht es um das ganze Menschliche, also Humanities, das Humansein und alles, was dazugehört, also was Archaeology, Geschichte und sonst was angeht. Und gleichzeitig an der Technischen Universität ist er für kritisches Denken zuständig. Und in dem Bereich auch, das heißt, er bringt diese beiden linke und rechte Gehirnhälften Thematik sehr wunderfein zusammen. Das sind beiden Fakultäten, die sich immer mit dem Gegenpol auseinandersetzen dürfen. Und er hat da besonderes, was ich sehr interessant finde, ist, dass er dann Programme hat für Critical Studies, also kritisches Denken, dass die Leute außerhalb von dem Box denken lernen müssen, und hat dann mit Menschen zu tun, die in die Luftraumforschung und Technology unterwegs sind, die dann halt die Physicists sind, und dann halt auch Menschen, die halt so mit diesen ganzen dunklen, also Richtung Black Goo und anderen schwarze Materie, schwarze Löcher und solche Sachen zu tun haben. Yeah, because the important part, I can't talk. The important part is I'm just gonna throw in like German cells over there. You can do German. You did Dutch. You can do German. German curse words. Ooh, maybe I can learn a couple new ones. Because in the technical school, the problem is they learn the science, they learn the engineering, but they need to learn the ethics to use that technology. Und bei der TU, und das sind Sachen, die wir kennen, die auch diejenigen von euch, die die Schatztour jetzt länger folgen und so weiter, da haben wir seit 25 Jahren, reden wir immer wieder in diesem Sinne über die Themen, dass es darum geht, dass die technische Fortschritte gemacht werden. Und bei vielen Menschen, die so rein wissenschaftlich arbeiten wollen, sind sie einfach immer so begeistert von der Technologie, dass sie vielleicht selber noch nicht die Reife gemacht haben, ist diese Technologie gerade ethisch. Wie kann das ethisch angewandt werden, dass das immer ein Segen bleibt und nicht ein Unheil wird? Yes, because Cal Poly Pomona is one of the top engineering schools in the United States. It's top 10 in the entire West Coast. So there's an obligation that they need to put together
their technical know-how with a sense of ethics. Und von daher sagt er, das ist auch deswegen für ihn umso wichtiger von seiner Menschlichkeit her, was tun zu wollen, weil diese Universität, die Technische Universität, I always forget how to pronounce it if I'm not looking at it, Caltech Palmona. Pomona, yeah. Yeah. And I always want to make a Palomino pony out of it because you showed me the pictures there the other day on that piece of landscape. So it's always in my yes. brain in a different way. Yeah, it's a beautiful campus because they have also agriculture and they have horses and sheep and all kinds of animals on campus. So it's and gardens. Und diese Universität, diese technische Universität ist auch gesegnet mit einen wunderschönen also Umgebung, wo das eingebettet ist. Das ist richtig so paradiesisch. Die haben auch viel Agrikulturprojekte, die sie auch dort machen. Und es ist eine von den Top 10, also die ersten großen, wichtigsten wissenschaftlichen Universitäten, auch an der Westküste, aber auch dann in die ganz hohen, sozusagen, also Top-Bereich in den USA überhaupt von technischen Universitäten. Und das heißt, die Studenten, mit denen er zu tun hat, die werden super schnell in super wichtige Positionen in der Industrie hineingeheuert. Und deswegen legt er so viel Wert drauf, weil er sie betreuen kann, dass die auch wieder nochmals in diese Menschlichkeit, Menschsein, ethische Bereichen und sich einfach dann auch selbst wiederfinden dürfen und immer wieder dafür denn das, was sie an Errungenschaften erfinden oder womit sie arbeiten, ganz integer einsetzen können. Yeah. And what happens is that when they complete, traditionally, most often, I should say, they are hired immediately upon graduation. Immediately. And they go into the Silicon Valley, the technical areas, they go into intelligence, they create drones and military and you name it. So there's a large responsibility that makes sense, that they need to have a moral compass. Ja, und ich finde den Ausdruck, dieses moralische Kompass ist ein Wegweiser, ist heute desto wichtiger als je, wenn wir sehen, wie mit ganz bestimmten Errungenschaften umgegangen werden. Und er hat einfach dazu nochmals ergänzt, dass viele von den Studenten, die von dieser technischen Universität, dass sie da auch angeheuert werden durch die ganzen Intelligenzgesellschaften, also denn die Regierungsfelder, wo sie dann halt auch in Spionage sein können. Und also Spionage ist mein Wort jetzt, weil sie meinen immer, sie tun uns was Gutes, wenn sie wissen, was die anderen machen, bevor sie selber wissen, dass sie es tun wahrscheinlich. Die sind dazu da, dass sie dann halt auch neue Technologie wie Drohnen und auch andere Militärprojekte sozusagen verkleiden. Und deswegen ist es so wichtig für James, ihnen auch dieses moralische Kompass mit beizusteuern. It doesn't mean we don't have fun. Ja, und er ist mega drauf, man kann viel mit ihm lachen und er hat gesagt, und das heißt nicht, dass wir trotzdem nicht Spaß dabei haben, auch wenn es einen moralen Kompass in dem Feld gibt. Und er lacht gerne und gut und ist klasse. Yeah, I'm looking so serious. Maybe too serious. But I am pragmatic. So I know you want to know how and why I do this. So. Und er ist sehr pragmatisch und versteht von unserer Kultur her, obwohl ich jede Menge also rechte Gehirnhäffler anziehe. Sie sind voll in die Emotionen, aber da habe ich auch ebenso Menschen, also unter euch hier, die dann halt auch so mehr
von der also von der linke Gehirnhälfte gesteuert sind und sie brauchen was Pragmatisches und was Bodenständiges. Und heute Abend wollen wir euch beides anbieten können in eine gute Fülle. Yeah. I just said I tend to draw lots of right brainers that are just out there. They want the feelings and the emotions and the philosophy, but I also have a lot of people who are also more the left brainers. They're so happy you can do pragmatic and share with us best of both worlds tonight. Yeah. I am both right and left brain because I am a scholar, humanities, as an archaeologist. I'm also a scientist. Und was schön ist, dass er dann halt auch von der Geschichte und diese Forschung in diese Richtung, er dann halt auch dann die rechte Gehirnhälfte gut abdecken kann und ebenso, weil er als Wissenschaftler in die archäologischen Felder tätig war, da werde ich ihm auch bitten, euch da kurz was zu sagen, weil er ist einfach faszinierend, was er alles schon erlebt hat. Dann hat er aber auch dann die linke Gehirnhälfte freigeschaltet, damit er dann halt so auch möglichst best in diese wissenschaftlichen archäologischen Felder arbeiten kann. Yeah. And then I thought it would be neat. I'm not quite sure what your next train of thought was, but you know, you can interject it if it's more important. But I also said, you know, it's would be cool if you could tell them about your archaeological find that you did. Sure. So what I'll do is okay. So what I'll do is I'll mention my 3 classes. Okay, die sind super. And then I for sure will talk about I actually have some artifacts here. Okay, cool. So I will for sure talk about that. In fact, what I'll do is I'll do the more pragmatic stuff and we'll have the fun with the archaeology. Sounds good. Okay. So so the 3 classes that I've created to facilitate critical thinking skills. The first one is called, I'll just outline them. First one's called Visions of Science and Technology. Also er hat 3 unterschiedliche Kurse, die er anbietet, die er mit uns teilen will, was er momentan gerade unterrichtet in diesem Semester. Und zwar der erste ist kritisches Denken und kritische Visionen. Und ich habe gesehen, Annemarie, du hast deine Hand hoch. Hast du eine aktuelle Frage? Oder ist das ein Zufall? Winkst du uns nur zu? Okay. Yeah. So, nope, she's just winking at us, so. Okay. I was wondering about that. The second one is, it's called, I have a fun name for it, but don't take it seriously. It's called UFOs, the Illuminati, and other conspiracy theories. Okay. But what we do is we're academics, anthropologists, looking at the phenomenology of conspiracy theories and conspiratorial thinking and why people think that way. Und der zweite ist, dass er sich dann halt auch so mit, hat er ein Seminar, was er dann halt für sich ein bisschen so witzig benannt hat oder so provokant genannt hat. Und zwar mit UFO, Illuminati und die ganzen Schwurbler, wie wir in der Zwischenzeit auf Deutsch einen Begriff haben. They created a expression over here during the COVID things for conspiracy theorists. They call them Schwurbler. Oh, Hard enough for me to speak, has an umlaut on it, but I do my best. That's good. Like So they have their own expression over here, so I have to translate back again. Und er versucht dann aber mit seinen Kursteilnehmern reinzugehen auf der Ebene als Anthropologen und von anderen Erwartungshaltungen nochmals zu evaluieren, wie kommt man dazu, so zu denken. Also es hat keine Wertung da drin, ob das was Gutes oder Schlechtes sei, sondern nur, was trägt dazu bei, dass man solche Theorien entwickeln, entfaltet und dran glaubt. Okay? That class is so popular that they offered 11 of those classes Wow. this semester.
Und diese Unterricht, ich meine, wie gesagt, ich würde ihn bei alles eintragen, wenn das gehen würde. Also, dieser letzte Kurs ist so beliebt gewesen, dass es im letzten Semester sogar 11 Mal angeboten wurde. Da war so ein hohen Wunsch, an dem Kurs teilnehmen zu können. Wow, congratulations. Yeah, yeah. So I mean, it's very successful because it's needed more now than ever to understand that mindset and the rhetoric behind it. And we go into deciphering exactly how that works and how people through the media and through other sources of power are how do I say, confused. That's the Yeah. best word. It's confused. I hate to say it. And it's especially great if you're like, if you have future fact checkers in your group, it's good that they understand how to really do an integral job with things as well. Yeah. Und er hat gesagt, es ist einfach auch wichtiger als je, weil so viele Menschen verwirrt werden gerade durch die Presse, durch alternative Quellen, wo man sich informieren kann, dass man heutzutage das sich so schwer tut, was ist wahr, was ist unwahr, und dann auch in die Selbstreflexion und was mache ich aus diesem Informationsfluss für mich heraus. Und er kennt mich dadurch, dass ich auch meine eigene Art von Humor habe bei verschiedenen Sachen, habe ich dann zu ihm gesagt, und ich finde das besonders wichtig, wenn er mit also wenn er mit Studenten zusammenarbeitet, die zukünftige Faktenchecker sein wollen, wer da ein bisschen versucht hat, die letzten Jahre zu recherchieren, wird festgestellt haben, wie viel das ist jetzt die Lysa-Wertung, Umfang in dem Bereich gegeben hat, dass Sachen abgekanzelt worden sind, obwohl wir jetzt im Nachhinein feststellen, die Sachen haben tatsächlich gestimmt. Also das war so mein Spaß mit ihm, denn hoffentlich bringt er auch gute neuen Faktenchecker, die richtig integer arbeiten, auch sozusagen auf den Markt. Yeah, yeah. And then the third class that I created, it's on fear. It's anthropology and fear, but it has a cool name too. You got to have a cool name. Yes. It's called Demons, the Undead, and the Monstrous Other. Okay. Demons, Just the a Undead, second. Monstrous Other. Und er hat dann noch seinen dritten Kurs, was er jetzt macht. Und zwar sagt er, man muss dann halt immer marketingtechnisch, also auch schon an der Uni, muss man zum Marketing Sales, dass man die Studenten eingetragen bekommt für die eigenen Kurse. Und da muss man immer so ein bisschen in Anführungszeichen die Killer-Namen haben, dass die Leute Lust haben, teilzunehmen. Und da hat er diesen Kurs genannt, Dämonen, Untoten und monströsen Wesen. And so what we do is we start at the beginning, understanding humanity, that we have this fight, flight, and freeze responses. And we have to learn to move beyond those stereotypes to understand through knowledge of what's going on. And so in many cases, the demons, we do talk about demons because people were scared of demons. We do, but we also talk about the demons of addiction, demons that haunt us in a psychological way. We talk about also, the undead, ghosts, spirits. But we also talk about what haunts us psychologically, what makes us afraid. And finally, we talk about monsters, but we also talk about monsters as in the monstrous other, how we monstrifies other people and the other, and we turn them into monsters so that we can attack them, and we need to stop doing that. Super. So, jetzt versuche ich das gerecht zu werden, weil man sieht von, wie er redet, wer Englisch spricht. Also das ist einfach unglaublich, finde ich. Und mir macht es einfach so viel Spaß, ihm zuzuhören. Und zwar in diesem Seminar geht es darum, dass wir dann tiefer reinschauen können, wie entstehen Angstzustände. Also einfach da nochmals mit 4. Und es gibt immer so
eine Abkürzung, was man auf Englisch viel verwendet, um das auch näher darzustellen. Also false expectations appearing real ist eine von den Abkürzungen, die man so benutzen kann. Also das sind so Ängste, die wahrhaftig erscheinen, aber unrealistisch sind oder unwahr sind. Ist so eine Abkürzung auf Englisch für das Wort Fear. Und hier geht es dann halt so darum, dass er versucht vom Anfang an, was die Menschheit angeht, aufzugliedern, ähm, von dem Wissensstand her, wie kommen bestimmte Sachen zustande, dass wir damit reagieren, mit Furcht, mit Angst, mit fliehen wollen oder wo wir dann halt einfrieren sozusagen und in die Starre gehen und uns nicht bewegen können. Also darüber mehr Wissen zu haben, was sind die Mechanismen und wie kann man damit umgehen. Dann der zweite Teil geht es dann halt so auch darum, wirklich dann halt über Dämonen zu reden, weil es die einfach in allen Kulturen auf diesem Planeten Dämonen auch gibt. Und es gibt unterschiedliche Ebenen von Dämonen. Also auch da zum Beispiel, wo die Menschen dann also an Wesenheiten glauben und wie wir dann halt auch diejenigen, die viel mit mir schon gearbeitet haben, wie wir dann halt auch wissen, dass über Gedankengüter, also die sogenannte Elementale, also unsere Gedankengüter, wir auch Dämonen, Eigendämonen erschaffen, die sich dann so verselbstständigen und die dann halt auch die Fähigkeit haben, uns zu besitzen, uns im Besitz zu nehmen auf so eine tiefe Ebene, dass es dann halt eine Suchtigkeit und dann auch eine Obsession Feld daraus dann so entstehen kann. Und dass es darum geht, auch dann nochmals zu schauen, auf diese Art und Weise, und auf Deutsch, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, to haunt, also wenn wir ein bisschen so, wir kennen das so von Ghostbusters, ein bisschen, wenn die Geister uns, also das ist vielleicht der beste Ausdruck auf Deutsch, sei achtsam, die Geister, die du mal gerufen hast, also wahrscheinlich, ich glaube, das war Faust, wenn ich mich nicht täusche, also in der Richtung rein oder Goethe. Also auch da, dass wir dann achtsam sind, was unsere Gedanken sind und was wir erschaffen. Und gleichzeitig mit diesem letzten Teil mit den Monsters, die erschaffen werden, diese Kreationen, die wir selber oder kulturell auch erstellt werden, ist inwiefern wir anderen, und da benutze ich anstatt Monster in diesem Kontext auf Deutsch ist das Wort Dämonisierung besser, wie dämonisieren wir anderen? Da haben wir jetzt diese ganzen sogenannten Cancel Culture, die stattfindet. Also wie tun wir anderen dämonisieren, damit wir sie dann sozusagen, dass wir das Gefühl haben von unseren Kulturmoral, wo auch immer das herkommen mag, die anderen zu bekämpfen und zu vernichten. Und er versucht einfach hier auf den Menschen in so die Hintergrundfelder zu gehen, denn wie entsteht sowas und wie lernen wir anders damit umzugehen und sein letzter Abschlusssatz war. Und genau diese drei gekippten Felder, genau diese drei verspiegelten Qualitäten, da sollen wir aufhören, das so auszuleben und wir sollen uns wieder menschlich annähern. Oh, she does a great job. I don't need to go that long. I'll be shorter. I'm like, wait. I keep talking. I'm thinking, oh no, how's she going to translate all this? Sorry. I'm not always doing in when I was an exchange student, then we learned the expression because in German, when you do like the word to word translation, it's called eine einwandfreie Übersetzung. And we call it a one word free oversetting. So I'm using my option to do the free oversetting right now. Oh, I know. I to heard. enhance certain things. Yeah, no, and the added parts about Goethe and there was, yeah, no, I'm hearing it. No, I think it's great. I love the additional commentary. But yeah, so that's kind of what I do there. So you can see how important it is to address these issues, whether it be fear, because this is a problem today.
right? And we react accordingly without thinking towards things that we're afraid of. And that's Und a source of a lot of problems today. ja, und man sieht, wie wichtig und wie, das ist immer die Frage in der Sprache auf diversen Ländern in der Zwischenzeit, welche Worte darfst du nutzen und wo kriegst du dich in irgendeinen Cancel-Kulturtopf rein? Right. Aber ich benutze jetzt das Wort Zeitgeist. Ja. Bitte vergebt mir, wenn ich jemanden damit so durcheinander bringe oder sonst was. Aber er sagt, es ist so wichtig vom Zeitgeist her, dass wir in diese Felder reingehen, dass wir dann halt so das Feld mit Furcht und Fear und Angst richtig ansprechen, anschauen und durchwarten können, damit wir dann wieder so in unseren Vertrauen und Urvertrauen uns nochmals ansiedeln können. Yeah. Sehr zeitig. Yeah. And then we become more, because we become fearful, we're more vulnerable to conspiratorial thinking. Und wenn Menschen mehr Angst haben, dann haben sie eine Tendenz auf egal auf der linke oder rechte Schiene oder irgendwo so anders dazwischen, dann wird man verletzlicher und über diese Verletzlichkeit und diese Verunsicherung, dann ist man vielleicht offen, an Sachen zu glauben, die nicht unbedingt wahr sind. Yeah. And so what we do, because we are more vulnerable, what I do is I realize the fact there are such things as conspiracies, but not the paranoia of conspiracies everywhere. Okay. Und das ist, was ich auch schön finde, ist, dass es dann halt so darum geht, dass es tatsächlich Sachen gibt, wo diese Verschwörung wirklich tatsächlich existiert. Und es geht darum, diese Sachen dann aufzudecken, aber ohne die Paranoia, die in So vielen Fällen darüber entsteht und dann halt auch die schizoide Verhältnisse, die dann daraus entstehen. yeah, so, but we are scholars. So, for example, for the JFK assassination, as a class, we read the entire Warren report, the whole thing, and we dissect it and see if there's a problem. Okay. I bet you're waiting for them to finally give away all of the documents they locked Yeah. down again, right? Yeah, but yeah, we figure read it, as opposed to saying read the Warren report, we go, okay, we'll read the Warren report. We take it at face Do you know value. how many pages that is? 900 pages. Okay. Und was die zum Beispiel tun, was er tut mit seinen Kursen, damit sie kritisches Denken lernen, ist, zum Beispiel, die schauen dann halt die Ermordung von John Kennedy an, von dem Präsidenten Kennedy an, den Bericht, was freigegeben wurde, und das ist das Thema, auch Trump und Biden haben beide wieder Nein dazu gesagt, das sind noch ganz viele Dokumente, die sind noch geheim gehalten. Die hätten jetzt alle publik gemacht werden sollen, sind es aber nicht. Aber die Berichte, die bis jetzt freigegeben wurden von der ersten großen Konzil oder Untersuchung danach, waren 900 Seiten. Und das arbeitet er mit seinen Studenten auf, damit die dann halt Scholars werden können. Was kann man zwischen die Zeilen lesen? Und also auch einfach dazu lernen wieder nochmals, wie wenn wir mit der Akasha arbeiten, was sind die richtigen Fragestellungen? Es hängt immer davon ab, zu schauen, was sind geeignete Fragen, die gestellt werden sollen, damit man dann halt auch zu gute geeignete Antworten kommen können. But we make it fun. And you're thinking, how is that possible? Und er hat die Möglichkeit, das ist, was zu ihm auch gehört ist, er sagt, das klingt so wie echt trockene Stoff und so, aber sie schaffen es, möglichst viel Freude und Spaß dabei zu haben. Und er sagt, und er fragt euch jetzt bestimmt, wie geht denn das? So what we do is we divide up into teams, and we act as if we are reviewing the Warren report. And we have one group,
and they're the forensics. Another group, they are the Oswald, who's the assassinator. Then we have Ruby group. We have the FBI, the CIA, and security that day. And we act as if we're reopening it and having that conversation and debate. Und was er macht dann, ist ein bisschen so wie so über Rollenverteilung. Zum Beispiel, dass es dann halt so Freude machen kann und ein anderes Engagement auch ergibt dabei, ist, dass er dann die Schüler, Studenten so unterteilt in unterschiedliche Gruppen. Zum Beispiel die Forensik, das heißt dann die gerichtsmedizinischen Felder und alles, was dazu gehört auf der Ebene. Denn diejenigen, die schauen dann halt zu derjenige, der Attentäter sein sollte, der Oswald, die schauen dann halt so nur diese Qualitäten an. Dann gibt es der Ruby, den weiß ich nicht, inwiefern ihr euch denn noch damit auskennt. Das ist derjenige, der aber den Täter umgebracht hat. Also wir haben einen Täter für den Täter nochmals, aus seiner Sicht Sachen anzuschauen, dann aus der Sicht von den FBI, dann aus der Sicht von den CIA, dann aus der Gesicht von die Sicherheitsdienste, die an dem Tag eingeteilt waren. Und dann schauen sie nochmals diese ganzen Unterlagen unter diese unterschiedlichen Perspektiven an, und bringen sich gegenseitig nochmals ein, als ob sie es alles nochmals erleben würden in dem Kontext. And every time, without bias, they discover a problem with the Warren Report. Und jedes Mal, also jeden Kurs, was er gibt, stellen sie jedes Mal richtig, ohne dass sie dann halt beeinflusst worden sind, stellen sie jedes Mal gravierende Probleme mit diesem Warren Report, hieß es, mit diesem offiziellen Bericht, stellen sie Probleme fest, wo es Unstimmigkeiten gibt. Yeah. Now, it doesn't mean that there's a conspiracy, but it does mean that they were extremely sloppy to the point where it makes people think there could be something, too many gaps. Und somit sieht man dann, weil es dann halt auf diese Ebene so Verschwörungsfelder gibt, sie sind auch gut entstanden über das Thema, dass die dann halt so unmöglich schlampig gearbeitet haben, dass es einfach viele Löcher gibt und damit entstehen dann viele Fragen, Ideen oder man hat Lust, dann die Löcher mit irgendeinem Inhalt beantwortet haben zu wollen. Und dann geht eine Eigendynamik los, die dann halt auch dann diese ganzen, sagen wir in Anführungszeichen, so vielleicht negativen Verschwörungstheorien entstehen lassen. Aber entstanden ist es, weil das Ursprüngliches, was hätte Klärung beibringen sollen, massiv schlampig umgesetzt wurde. And what we gain out of that exercise is understanding other points of view. You don't have to agree, but understanding other points of view, that there is a problem. And of course, people are going to imagine these other possibilities. And we should not make them feel like they're crazy. So we gain empathy from this kind of exercise. Und letzten Endes, was seine Zielsetzung ist und was dabei rauskommt, ist, dass seine Studenten, diese Menschen, also Studenten sind Menschen, wenn man welche in dem Altersgruppe hat zu Hause, man hat vielleicht eine Fragezeichen mit tatsächlich, aber auf jeden Fall, die Studenten sind Menschen und es geht um diesen Reifeprozess zu verstehen, ja, es gibt ein Problem, indem man über diese Sachen spricht, dann kann man einen anderen Verständnis und Verständigung aufbringen und entstehen lassen. Und es ist nicht die Zielsetzung, dass alle Ja und Amen zu irgendetwas sagen müssen. Das ist nur jetzt eine
endgültige Wahrheit in diese Geschichte oder in eine Geschichte gibt, sondern da ist auch das Feld, was man auf Englisch viel sagt in der Zwischenzeit auch, so we can agree to disagree. Wir können uns einigen, dass wir uneinig sind. Aber es geht dann halt so darum, dass die Empathie da ist und dass man anderen mit ihrer Meinung entstehen lassen kann oder begrüßen kann, in ihrer Vielfaltigkeit anders zu denken, ohne sie ohne sie zu stornieren, also to cancel, oder sie verrückt, ihnen zu sagen, sie wären jetzt verrückt oder falsch oder schlecht. Yeah, because if we're able to have empathy, we're able to have the conversation. And that's what I want, is at least getting us to have the conversation. Und über diese Felder, und das ist, was seine Zielsetzung ist, in ziemlich allem, was er tut, auch im Privatleben auch, ist, dass er möchte, dass die Menschen richtig sich in ihrer Empathie selbst fühlen und erleben können, weil über dieses Empathische sind wir Brückenbauer. Über das Empathische können wir einfach auch so Wandel und wirklich gute Veränderung einleiten. Aber das hängt davon ab, dass wir dann halt so miteinander im Empathie wirken können. Yeah, because it's important to bring down the walls, level the playing field, so we can interact and have that conversation more now than ever. And in my classroom, I have people of all different political beliefs and economic levels and religious beliefs. And the beauty of these classes is most of the time, everybody gets along. Und worauf er sehr stolz ist und was seine Anziehungskraft ist, ist, dass er dann so eine richtig vielfältiges Publikum hat in seine Kurse von allen möglichen politischen Glauben, von allen möglichen Religionssphären. In den USA ist es auch ganz unterschiedlich vom Alter, wie alt du bist, wenn du auf der Uni gehst. Es gibt ganz viele Menschen, die gehen mit 40, 50, 60 wieder nochmals hin. Man hat nicht nur so eine ganz junges Gemüse rumhüpfen, sozusagen. Und dann halt auch von den ganz unterschiedlichen sozialen Umfelder mit von nichts bis ganz Vermögenden, die halt so an diese Sachen teilnehmen. Und er sagt, jedes Mal schaffen sie es in diese Kurse, bei dem Unterricht, bei diesen Sachen, dass sie sich gegenseitig verstehen, damit sie sich ebenbürtig austauschen können. Und der Austausch findet statt und darauf ist er auch immens stolz. Yeah, so that's important. And if we can do that in the classroom, then it's possible to do that beyond the classroom. And that's the skill that they learn. Und wenn er sagt, und wenn das da in seinem Klassenzimmer machbar ist, dann ist es etwas, was außerhalb von der Umgebung auch machbar ist. Und dann kann das einfach dann wirklich so organisch wachsen und organisch dann viel größere, also sich multiplizieren auf eine ganz andere, hochwertige Ebene dann. And it does work. So, und es funktioniert. yeah, it does work. So I hear from my students later on, and it absolutely works for them. So. Und die Studenten geben ihm dann auch 4 Jahre später, er bleibt sehr beliebt, also sehe ich immer wieder auch auf seiner Facebook-Seite, da kommen dann die ehemaligen Studenten auf ihn zu und bedanken sich bei ihm, dass einfach für das, was er veranstaltet hat, dass sie diese Chance hatten, so zu lernen und so zu wirken und dass es tatsächlich auch in ihrem Leben nach der Uni auch funktioniert. Yeah. Now, I talked about a little bit about the conspiracy course, a little bit about the fear course, but I didn't talk about the visions of science and technology, because I want to make sure that we have something that is very positive too, because we can deal with our prejudices, but we also have to look forward to a better tomorrow.
Und worüber er noch nicht gesprochen hat, was aber ebenso wichtig ist, ist unsere Vision von der Wissenschaft und auch von Technologie und wie wichtig es ist, dass wir alle auf eine gute Zukunft schauen können. Und eben diese Faktoren spielen heutzutage unbedingt in unsere Zukunft hinein. Ob es eine gute oder eine weniger gute Zukunft gibt, wird viel auch an uns liegen. Und deswegen freue ich mich auch heute Abend, dass er uns auch unterstützt, denn dass wir hier alle wirklich die Bereitschaft haben und Ideen haben, wie wir auf unsere gute Zukunft eigen, individuell und kollektiv schauen können. Yeah. So in that class, we do deal, as I mentioned before, with ethics in connection to technology. Und in diesem Kurs kommen dann halt so einfach die Themen hoch, wie kann man ethisch mit Technologie umgehen. Is But it like something, maybe just to interject, and maybe it's too much for right now or for this call, I'm not sure, but a lot of info has been going around just recently with the synthetic artificial womb. Have you seen those videos yet? yes, I have. We have a whole section in our class on artificial dealing with the body and technology and engineering with the body, as well as dealing with AI, artificial intelligence, as well as ethics in relation to medical experimentation. Und ich habe ihn gefragt, und für diejenigen von euch, die die Schatztour haben, das ist jetzt so ein Beitrag bei den nächsten Schatztour-Sachen, die ich freigebe, wo es um die ganzen also technologische Innovationen, die es gerade gibt und die Hintergründe, wie da alles so zusammenhängt. Das ist ein Gespräch für außerhalb von heute Abend. Aber ich wollte von James wissen, ob er zum Beispiel in seinem Kurs die Felder behandeln. Weiß nicht, wie viele von euch die Clips schon gesehen haben oder weiterverteilt bekommen haben, wo sie jetzt ganz stark dran arbeiten, über die künstliche Intelligenz und anderen Hightech-Projekten, wie es eine Simulation gibt, die aber wahrhaftig sein soll. Das heißt, es ist eine durchsichtige Behälter, der so eine Form hat wie eine Gebärmutter, und du kannst auf deinen 18 Knöpfen drücken und gibst hin, wie soll dein perfektes Baby gestaltet werden. Es reift auch da drinnen. Das ist natürlich die perfekte Umgebung, viel besser als im Mutterbauch. Oder kann man alles steuern, da wird nicht schief gehen. Und du wirst dann halt so nach 9 Monaten einfach wie sagt man, der Deckel aufheben können, und dann nimmst du dein perfekt geformtes Baby raus. Und das sind Sachen, die tatsächlich in der Planung sind. Das ging jetzt ganz viel so in die unterschiedlichen Kanälen jetzt rum. Deswegen habe ich gefragt, ob die auch an solche heiklen, aus meiner Sicht heiklen Themen arbeiten. Das ist die Ethik. Wo ist die Ethik? Wie kommt die Ethik wieder in so etwas rein? Und dann sagte ja, das ist weitgehend, gehen sie auf auch diese ganzen Art von Sachen dann halt auch in seinen Kursen ein. Yeah. But in this class, we have to be so careful. So what we do is we facilitate the conversation. So go ahead, yeah. Okay, und er meinte, in diesem Kontext, die müssen aus natürlich politischen und anderen Gründen in der Zwischenzeit, Cancel Culture Felder, müssen sie so achtsam sein, wie sie mit solchen Sachen umgehen, dass sie versuchen, einfach dann so Gespräche zu leiten und zu führen. Das ist dann halt so auch auf eine Gesprächsebene so entstehen kann, dass man diese Ethik dann ja, also sichtbar machen kann. Yeah, because we go into pros, cons, the controversy, because there are people on different sides of the issue. And as an academic, within an academic context, I got to make sure that I have to create the forum for that conversation and be the referee. And it's hard because I want, but at the same time, they have to decide. Yeah. And they have to hear each other out. So I provide the materials
they read the materials, and then they have to have the conversation. Und was er versucht ist, und das ist schon etwas, was verloren gegangen ist, also wer ein bisschen älter ist, weiß, dass man früher, besonders auch in der deutschen Kultur, hat man es geliebt, miteinander zu debattieren. Das vereinfacht dann nochmals so diese intellektuelle Felder und Interessensfelder, die da waren, wo man einfach auch, es hat auch ein heftiger Austausch gehen können. Das ist irgendwie so kulturell schon länger abhanden gekommen. Was James versucht in seine Kurse zu tun ist, er stellt die ganzen Daten und Angaben zur Verfügung. Es gibt dafür und dagegen und alles, was dazwischen ist. Er muss als Referee auftreten und muss immer als Schutzrichter und Schiedsrichter und muss dann immer wieder so versuchen zu schauen, dass sie halt immer wieder einfach so im Gespräch miteinander bleiben, dass jeder seinen Standpunkt auch vertreten kann und auch gehört wird. Und er sagt, es ist dann halt jetzt zunehmend schwierig, das Feld richtig gut verkleiden zu können. Es ist sehr anstrengend, das zu tun. But I never underestimate the conversation, because through that conversation, there seems to be a realization of certain ethical questions, and a moral compass oftentimes wins the day. Und That's how I put it. Gott sei Dank ist gut zu hören, dass am Ende des Tages relativ häufig und regelmäßig das moralische Kompass sozusagen gewinnt in diese, also in diese Umsetzungen, die er dann veranstaltet. Aber es ist einfach wichtig, dass sie nochmals diese Chance haben, aus sich selbst heraus zu diskutieren, weil das sind die nachfolgenden Generationen. Sie müssen für sich dann schauen können, was ist für ihre Generation, was gehört auch zu ihrer Moral sein und zu ihren Wahrhaftigkeit auf diese Art und Weise. Und er sagt, durch diese Art von, das ist, wo wir uns so total bei einem Mittagessen, die 1,5 Stunden hätte sein sollen, 5 Stunden geworden ist. Das muss man in einem amerikanischen Restaurant vollziehen, dass man nicht gleich nach 1 Stunde zahlen und gehen muss, aber immer wieder so noch a piece of pie, a little coffee, a little snacky. Wir haben dann so die 5 Stunden einfach so über diese Felder so uns unterhalten. Und was so schön ist, ist dieses Feld zu öffnen für den Menschen, dass sie dann halt einfach weiter denken können, weil jeder so eingeschränkt ist in der Zwischenzeit auch von den vielen Schulsystemen, dass ihnen diese Gabe zu denken genommen wird oder irgendeinen falschen Art von AI, der schon implementiert ist, das Denken für sie übernehmen will. Und er macht das Feld einfach dann so nochmals wirklich auf. Dieses sich kennenlernen, in dieser Vielfaltigkeit miteinander verbunden zu sein, und dann halt das alles reinzubringen, rumzurühren und dann schauen, was dabei rauskommt und sich freuen zu können, wenn mehrheitlich sozusagen wirklich dann das aufrichtige, organische, authentische Moralfeld sich bewahrheitet. Yeah. I had to just throw in a little bit saying that, I the heard. things that you talk that that you had just said, it's like that was why our lunch, instead of being just the typical American 1 to 1.5 hours we eat, turned into 5 hours. And I said, you have to be able to do that in a US restaurant, to stay at a table for 5 hours. It's not like in Europe where you go and then you're there for the night and everything's good. So, but we did a good job that day with all the pie and the coffee and other stuff. Oh yeah. And speaking of pie in the sky, that doesn't mean that class is always, how do I say this, negative. But that class is very positive. And I just want to briefly mention 3 of the projects I make them do, just so you understand that we got to have vision. We got to have hope. I'm a Star Trek fan. Okay, I admit it. Okay, there it is. So, I admit it. So I believe that, we can create a better tomorrow. Yes. Wait, stop there. Okay. Es geht um 3 Faktoren, die er jetzt schildern wird. Und er sagt, eine von den wichtigen Faktoren
die hier mit zusammenhängt in diesem Kurs ist, weil er sagt, es ist alles nicht nur negativ, was das angeht mit dieser Ethik und Morality und so weiter, sondern wir brauchen eine Vision, wir brauchen eine gute Zukunft, wir brauchen dann halt Hoffnung. Also Hoffnung ist auf einer Ebene, wir brauchen diese Hoffnung und gleichzeitig, es darf nicht nach Ratzinger oder Papst Benediktus gehen, wo es dann halt eine Schleife ist, wo du dich aufhängst und in die Starre wiederkommst. Also hier spricht er dann halt auch so von dieser Glaube, dass es eine Zukunft, gute Zukunft geben darf, und dass es darum geht, wie erschaffen wir das. Und er hat zugegeben, er liebt die Sendung oder diese ganze Themen, die mit Star Trek zusammenhängt. Also ein bisschen anders als Star Wars, aber Star Trek war der frühere Fernsehsendung dazu, wer das vielleicht nicht kennt von den Europäern unter uns. So what I do, these are the three. There's actually more, but because we do talk about utopias, we do talk about